Laut Viewfinder-App soll es morgen früh neblig werden und deshalb packen wir jetzt mal den Rucksack, damit wir dann morgen früh auch vorbereitet sind. Wir nehmen mit die R6 mit 24 bis 105 mm f4 und das RF 100 bis 400 und Rollei magnetische Rundfilter und ansonsten natürlich so ein bisschen Kleinkram, Batterien, Speicherkarten. Ich zeige euch das jetzt gerade noch mal kurz in der Viewfinder-App, damit ihr seht, wie es da ausschaut. Empfehle euch auf jeden Fall, die auch runterzuladen. Super nützliche App. Die Viewfinder-App hat zwei Ansichten für Nebel. Die erste zeigt einem die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebel. Je sichtbarer die Karte ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir können hier sehen, dass zwischen 6 und 10 Uhr die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Nebel recht hoch ist. Die zweite Ansicht zeigt einem jetzt wiederum die Höhe des wahrscheinlich auftretenden Nebels und da schaut es weniger gut aus. Der Nebel wird wahrscheinlich recht hoch sein. Ich hoffe trotzdem, dass in der Location, wo ich unterwegs bin, der Wald im Nebel liegen wird, aber wir werden das ja gleich sehen. Dieses Video ist recht spontan entstanden, deshalb habe ich es auch nicht auf Video aufgezeichnet. Aber dieser Moment, in dem über diesem nebligen Wald die Vögel aufgestiegen sind, zu genial, das musste ich aufnehmen. Ich hoffe, euch gefällt es, schreibt es mir doch in die Kommentare. So, wir haben zwar heute Morgen nicht so viel Nebel, wie ich mir das erhofft habe, aber trotzdem versuche ich hier einfach mal eine Komposition. Zwar habe ich das 100 bis 400er aufgesetzt und fotografiere entlang des langen Weges hier. 1:1 Seitenverhältnis. Und das Ganze schaut dann so aus auf dem Bildschirm. Durch die lange Brennweite wird das Ganze extrem komprimiert. Ganz kurz noch die Einstellungen. Fotografiere mit Blende 8 und das bringt mir eine Verschlusszeit von 1/5. 2 Sekunden Timer. Und zack, das war's. Eben auch ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Stefan und ich bin Hobby-, Landschafts-, Makro-, Natur-, Wildlife-Fotograf. Alles, was draußen ist, alles, was mit der Natur zusammenhängt, fotografiere ich gerne. Auf diesem Kanal nehme ich euch mit auf meine fotografische Reise. Ich habe vor gut 2 Jahren wieder vermehrt angefangen zu fotografieren und habe jetzt seit einigen Monaten diesen YouTube-Kanal, also folgt mir gerne. Es werden sicherlich noch mehr Videos kommen, draußen in der Natur. Fotos, schöne Videos, ein paar Tipps und Tricks. Und jetzt ziehen wir weiter. Ich habe hier vorne jetzt so einen Baum entdeckt, der abgestorben ist oder ein Teil zumindest abgestorben ist. Und die Bäume dahinter verschwinden im Morgennebel. Und das versuchen wir jetzt mal mit dem 100 bis 400 aufzunehmen. Dazu richten wir erstmal das Stativ aus. Wieder ein 1:1 Seitenverhältnis ausgewählt. Einfach weil sonst zu viele Bildelemente mit ins Bild rutschen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. So, man sieht das jetzt natürlich auf dem Bildschirm nicht, aber ich zeige euch gleich, wie das auf dem Bildschirm ausschaut. Das ist immer ein bisschen trickreich mit dem 100 bis 400, insbesondere wenn man dann auf 400 mm fotografiert. Das genau auszurichten, weil jeder Millimeter sich direkt enorm auf die Bildkomposition auswirkt. Das ist der Bereich, von dem ich spreche. Lasst mich mal die ganzen Infos wegmachen. So, das ist die Komposition, die ich ausgewählt habe. Links und rechts wächst nichts aus dem Bildschirm raus. Oben und unten verliert sich der Baum aus dem Bildrand. Das Ganze fotografiere ich bei f8
Weiter runter komme ich mit dem Objektiv hier bei 400 mm auch nicht. Dafür ist es klein und leicht, aber nicht das lichtstärkste Objektiv. Und das Ganze, ja, kommt die ISO, die können wir hier natürlich runterschrauben. Noch eine Einstellung ändern. Tonpriorität kann man ausschalten. Und dann ISO 100 für die beste mögliche Bildqualität. Und dann fokussieren wir einfach hier vorne auf den ersten Stamm. F8, 1/6 Sekunde, ISO 100, 400 mm. Stellen wir noch gerade einen 2 Sekunden Timer ein, damit nichts verwackelt. Das war's. Kurz in der Voransicht. Ich finde, das sieht toll aus. Solche Bilder mag ich. Vielleicht konvertieren wir das Ganze aus Schwarz-Weiß dann im Post-Processing. Aber das schauen wir dann mal, wie das geht. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Zeige ich das hier nochmal, falls das rüberkommt. Nebel ist ein bisschen hoch heute Morgen. Nicht ganz so niedrig, wie ich mir das erhofft habe. Trotzdem schaut das schön aus. Das ist genau die Stimmung, die ich mag. Das eben vergessen zu sagen, aber zuletzt habe ich ein Video gemacht, wo es darum ging, das fotografische Auge zu trainieren und seine eigene Umgebung zu erkunden. Das hier ist so ein Stück Wald, eine kleine Wanderstrecke, Spazierstrecke, die ich genau vor ein paar Wochen erkundet habe. Und da ist mir der tote Baum, den ich eben fotografiert habe, schon aufgefallen. Das heißt, es lohnt sich wirklich einfach rauszugehen, die Gegend zu erkunden, selbst wenn beim eigentlichen Erkunden keine Bilder rauskommen. Irgendwann kann man dann zurückkommen und die Gelegenheit nutzen, sobald sie sich ergibt. Ich verlinke euch das Video hier oben irgendwo am Bildschirm. Könnt ihr euch vielleicht auch anschauen, wenn ihr Interesse habt. Gott, ich liebe den Herbst. So moody, wie man das im Neudeutschen sagt. Ja, wirklich schön. Ich glaube, hier bleibe ich direkt mal stehen. Ich glaube, auf dieser Kamera hier kommt das nicht so direkt rüber. Aber der Weg, der windet sich hier so ein bisschen. Links und rechts kann man den Nebel ein bisschen erahnen. Ich glaube, das versuchen wir direkt mal aufzunehmen. So, bevor wir ans Fotografieren kommen, müssen wir erstmal das Objektiv wechseln. Das 100 bis 400, das ist hier, glaube ich, ein bisschen lang. Deshalb holen wir das 24 bis 105er raus. Da ist es. So, ich habe das 24 bis 105er rausgeholt. Diese neuen Objektiv-Hinterdeckel von Canon RF-Systemen sind ein echter Krampf. Es gibt da einen Trick, ich habe den zum ersten Mal bei Jan Wegener auf dem YouTube-Kanal gesehen. Da kann man hier hinten irgendwie so aus diesem Plastikteil irgendwas rausschneiden und dann gehen die einfacher drauf. Aber so wie sie sind, von Haus aus, muss man die Markierung immer mit dem roten Strich ausrichten. Und zwar ganz hundertprozentig genau, um den Deckel wieder drauf zu bekommen. Das ist ein echter Krampf, wenn man draußen ist. Und eigentlich nur versucht zu fotografieren. So, nach langen Minuten ist das Objektiv endlich drauf. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir einen Polfilter draufschrauben. Ich bin heute Morgen tatsächlich schlecht vorbereitet. Normalerweise kann man sowas alles ganz wunderbar machen. Bevor man losgeht, dann verschwendet man vor Ort keine Zeit. Irgendwelchen Tätigkeiten. Tief ein bisschen staubig. So, wo ist der Polfilter? Pol, gut. Drauf damit. So, es wäre alles schön einfach. Die sind ja magnetisch. Aber wenn man natürlich den Aufsatz nicht drauf hat, der den Filter dann magnetisch aufnimmt, muss man trotzdem schrauben und Zeit verschwenden. Das Objektiv ist ausgerichtet. Ich wollte gerade die Kamera hochkant nehmen, aber da ich höchstwahrscheinlich wieder
im quadratischen Format Seitenverhältnis fotografiere, ist das natürlich unnötig. Ich glaube ansonsten, obwohl, wisst ihr was? Ich versuche das trotzdem mal. Ich wollte eben sagen, dass ich den Himmel dann mit drauf bekomme, wenn ich im Original-Seitenverhältnis fotografiere. Wir versuchen das einfach beides mal. Ich kann mich jetzt so spontan nicht entscheiden. Wir versuchen das beides mal. Die Kamera jetzt hochkant genommen, wie ihr seht. Das ist die Richtung, in die ich fotografiere. So, da in diese Richtung so ungefähr soll das Ganze gehen. Und jetzt ist halt die Frage, fotografiere ich hochkant oder nicht? Ich versuche das Ganze erstmal hochkant. Ich werde hier hinten irgendwo so auf ungefähr eine Drittelhöhe fokussieren. 2 Sekunden Auslöseverzögerung, 2 Sekunden Timer. Das machen wir jetzt mal, das Bild. So. Das finde ich schon mal nett, aber ich glaube, wie bereits vermutet, ist da einfach zu viel drauf. Ich finde, wenn man sich bei so einer Bildkomposition aufs Wesentliche fokussiert, wirkt das Bild stärker. So, und das machen wir jetzt. Ein bisschen schneller arbeiten, ansonsten ist der Nebel gleich irgendwann weg. Aber das ist die Krux, wenn man fotografiert und gleichzeitig filmt. Zumindest bei mir dauert das dann alles ein bisschen länger. So, jetzt müssen wir den Polfilter wieder ein bisschen drehen. Ich nehme euch hier gerade mal ab. Ich will euch mal zeigen, welch großen Effekt dieser Polfilter hat. So, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. So. Blende jetzt mal die ganzen Infoelemente aus und jetzt drehe ich den Filter. Und seht ihr, wie die Farbe reinkommt? Wenn ich nach hier drehe, ist das Ganze viel blasser. Wenn ich jetzt hier rein drehe, werden die Farben richtig schön kräftig. In die Richtung werden sie wieder schwächer. Ja, ich glaube, so ist gut. So, nehmen wir das ganze Bild jetzt nochmal auf. Wir fokussieren hier vorne auf die Ecke. Das ist ungefähr ein Drittel des Weges. So schön im Fokus. Damit müsste das Bild recht scharf werden. 2 Sekunden Timer, 1,3 Sekunden, F11 und ab die Post. Gut. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass das hier oben so ein bisschen ausbrennt. Das kann man gerade noch mal schauen, dass bei die Tonwert Priorität ändern. Das sollte einfach die Highlights schon in der Kamera so ein bisschen retten. Genau. Das ist immer ein guter Trick, diese Tonwert-Priorität einzuschalten. Und schon sind die Highlights nicht mehr ausgebrannt. So, jetzt packe ich zusammen. Wir gehen weiter. Langsam kommt die Sonne raus, jetzt nach 9. Ich denke, dass sich jetzt der Nebel immer weiter nach oben verziehen wird, zu Wolken wird und sich dann komplett auflöst. Aber ich denke, wir haben ein paar ganz gute Bilder bekommen und vor allem auch Bewegung. Und das alles vor 9. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefallen die Bilder. Wie gesagt, wenn ihr mir auf meiner fotografischen Reise folgen wollt, abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr möchtet. Ansonsten lasst für das Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.